Product Placement und wie kann ich es strategisch für mein kreatives Projekt einsetzen? Sprich dein kreatives Projekt, dein Vorhaben, vielleicht genau die Menschen und Zielgruppen an, die eine starke oder vielleicht erst aufstrebende Marke sucht? Was passiert, wenn sich eure Botschaften ergänzen? Welche Marke will genau dort sichtbar werden, wo deine Idee die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Und wann und wie macht eine Markenkooperation überhaupt Sinn? Wir kennen alle diese typischen Produktplatzierungen, meistens in Film, Fernsehen, Serien. Und da geht es natürlich, ihr erinnert euch an James Bond mit der obligatorischen Omega an seinem Handgelenk. Da geht es um klassische Produkte wie Automobile, Unterhaltungselektronik, natürlich die Accessoires und die Modeartikel und auch alkoholische Getränke. James Bond, der Martini trinkende Agent mit der Lizenz zum Töten, trank am Ende Heineken für 35 Millionen Euro. Keine Kleinigkeit, aber es hat sich gelohnt und so konnte der Film produziert werden. Aber das ist tatsächlich die große Ausnahme. Nur solche großen Marken können tatsächlich mit Bargeld rechnen. Meistens liegt der eigentliche Wert einer Markenkooperation in der Cross-Promotion. Also darin, dass du mit deinem Projekt, deinem Vorhaben und eine Marke zusammen eine Kommunikations- und Promotion-Strategie entwickelt. Mein absolutes Lieblingsbeispiel für eine Produktplatzierung in einem Film, ich komme aus der Filmwelt, daher sind diese Beispiele eher filmlastig. Dieses Beispiel datiert in das Jahr 2002. My Big Fat Greek Wedding. Vielleicht hast du ihn gesehen, es ist schon eine Weile her. Und die Braut sagt über ihren Vater, und ich zitiere, mein Vater glaubte an zwei Dinge. Dass Griechen Nicht-Griechen das Griechischsein näher bringen sollten und dass jedes Leiden von Schuppenflechte bis Giftefeu mit Windex heilbar ist. Windex? Ein Glasreiniger. Dieses profane Produkt, eine Flasche Glasreiniger, wurde also von dem Vater der Braut durch den Film getragen. Und wann immer es eine Krise gab, irgendeinen Konflikt, löste er die Probleme mit einem Spray Windex. Einfach Windex drauf. Das ist das, was der Vater den ganzen Film lang sagt. Er sagt auch noch ein paar andere kluge Dinge. Put some Windex on it. Wir sehen also, dass ein völlig profanes Produkt wie ein Glasreiniger zu einem sehr sympathischen Familienmitglied wird. Nicht nur kann der Glasreiniger heilen, er wird sozusagen Teil der Familiengeschichte und wird auch Teil einer erfolgreichen Hochzeit. Es gibt noch ein anderes wunderbares Beispiel aus dem Autorenfilmbereich. Der deutsche Titel Und wenn wir alle zusammenziehen. Es geht um eine, wir würden sagen, Alten-WG, gespielt von einem relativ bekannten Cast. Jane Fonda, Geraldine Chaplin, Daniel Brühl ist dabei, Pierre Richard, der große französische Star. Also ziehen diese etwas betagten, aber immer noch sehr energischen Leute zusammen in eine wunderbare Villa mit einem wunderbaren Garten. Und im Drehbuch steht, es soll ein Pool angelegt werden. Das ist keine Kleinigkeit und kostet. Und natürlich ist bei einem solchen Autorenfilm das Budget sehr beschränkt. Was haben sie gemacht? Der Requisiteur erfuhr, dass in der Region eine Messe abgehalten wurde. Er fuhr hin, sah sich an, was gezeigt wurde, wie groß die Pools war und sah, dass zufällig einer dieser Anbieter aus der Nähe des Drehortes kam. Er sagte ihm, was sie machen, wir machen einen Film, das ist unser Cast, das ist die Geschichte und wir brauchen einen Pool. Wärst du vielleicht bereit, uns einen Pool zur Verfügung zu stellen? Und man wurde sich einig. Und nicht nur hat dann dieser Unternehmer einen fertigen Pool zur Verfügung gestellt, sondern er fuhr auch mit seinem Bagger an den Drehort und hat das Loch für den Pool selber ausgehoben. Und wir sehen in der Filmszene, wie er selber
glücklich in seinem sehr kleinen, eleganten Bagger sitzt, das Logo seiner Firma prominent auf dem Bagger angebracht und live in der gedrehten Szene das Loch aushebt. Was können wir aus diesen Beispielen lernen? Welche Erkenntnisse können wir herausziehen? Zunächst einmal, Product Placement ist strategisch. Und es funktioniert nur, wenn du dein Publikum kennst, deine Kunden, die Leute, die deine Services brauchen. Und wenn du recherchierst, welche Marke mit genau dieser Zielgruppe, mit der du bereits arbeitest, sprechen möchte. Wichtig ist, dass du deine zentrale Botschaft an diese Zielgruppe rüberbringst und so artikulieren kannst, dass dein Gegenüber, die Firma, die Produkte platzieren soll oder möchte, auch tatsächlich versteht, welchen Nutzen dein Film, dein Produkt, dein Service der Marke bieten kann. Warum sollen diese Unternehmerinnen mit dir arbeiten, nicht mit anderen? Worin besteht dein Alleinstellungsmerkmal? Das ist ganz wichtig herauszulösen und darzustellen. Und wir können am Beispiel Windex verstehen, dass Product Placement der Geschichte dienen muss. Wenn das nicht der Fall ist, wirkt es absolut künstlich und wird sofort bemerkt. Wir können also lernen, dass Product Placement meistens kein Bargeld mit sich mitbringt, sondern den eigentlichen Wert in der Cross-Promotion hat, in der gemeinsamen Kommunikation und Werbung. Deswegen ist es eigentlich auch naheliegend, dass Cross-Promotion für meistens etablierte Marken sinnvoll ist und attraktiv, vielleicht Marken, die auch ein neues Produkt gerade in den Markt bringen wollen. Wir verstehen also, dass Cross-Promotion keinen Effekt hat auf das Produktionsbudget, allerdings das Produktionsbudget erleichtern kann durch Sachleistungen. Dadurch reduzierst du natürlich deine Kosten auf indirekte Weise. Vor allem aber, und das ist wichtig zu verstehen, steigert Cross-Promotion den Wert deiner Marketing- und Kommunikationsstrategie. Was ist Product Placement? Die Integration von Markenprodukten, die eben meistens gegen Sachleistungen erfolgt. Das bedeutet, dass die Produkte dieser Firma in den jeweiligen Inhalten sichtbar sind. Also wie in den Beispielen in den Filmen, in Serien. Aber Produkte können auch sichtbar sein in Videospielen, in einem Musikevent, Theaterabend. Endlose Möglichkeiten bieten sich, um Produkten diese Möglichkeit zu geben, sich darzustellen. Und wir lernen, du erreichst kreative Freiheit vor allem dann, wenn du mit Menschen und Unternehmen zusammenarbeitest, die an das glauben, woran du glaubst.